In unserer neuen Serie, wie Kreative Geld verdienen können im Internet oder als Grafikdesigner Geld verdienen können, schauen wir uns einmal an, wie du Wallpaper fürs iPhone oder Handy generell, iPad oder Tablet oder aber für deinen Computerbildschirm erstellen kannst. Und ja, auch damit kann man Geld verdienen. Ja, ich habe einmal auf Etsy wieder recherchiert und ich habe auch fleißig getrackt, damit du einmal sehen kannst, was es noch für Möglichkeiten gibt, im Internet Geld zu verdienen. Als Grafikdesigner hat man das ja dann nicht immer leicht, ne? Wer nicht immer Auftragsarbeiten erledigen möchte oder aber durchaus eine Arbeit haben möchte, die regelmäßig Geld einbringt, ohne dass er jedes Mal eingreifen muss. Ja, das haben wir ja schon festgestellt. Dann sind digitale Produkte eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Und ich habe jetzt einmal auf Etsy einige Shops herausgesucht, die dir zeigen, ja, dass man sogar mit Wallpaper, mit der Erstellung von Wallpapern für für iPhone, iPad oder generell einfach Handys und Tablets Geld verdienen kann. Und dazu gehen wir jetzt einmal an den Rechner und dann zeige ich dir, was da drin ist. Was drin ist, ja, irgendwie so, was du da machen kannst. Ja, ich habe hier jetzt einmal ein paar Shops aufgerufen. Du siehst jetzt hier, ich habe einfach eingegeben Wallpaper iPhone oder Phone. Du kannst natürlich auch alles andere eingeben, also Wallpaper Tablet oder was immer dir einfällt. Und dann habe ich ein paar Shops hier rausgesucht, die eben genau das anbieten, nämlich einfach so Hintergrundbilder für iPhone, iPad, Tablet generell oder für den Computer. Ich weiß, wahrscheinlich denkst du jetzt, oh Gott, damit kann man Geld verdienen. Ja, irgendwie schon. Und ich hätte es auch nicht wirklich gedacht. Ich habe gedacht, solche Dinge gibt es kostenlos im Internet. Und ja, das gibt es natürlich auch zuhauf. Aber wenn man sich jetzt hier so ein Paket raussucht und man stellt fest, ach, das ist ja sehr schön. Und das kostet gerade mal 2 oder 3 Euro. Ja, für den Preis ist man doch als Kunde auch gewillt, ja, sein iPhone schön zu dekorieren, ne? Und es geht noch besser. Es geht nicht nur darum, dass du ein Hintergrundbild für dein Telefon oder für dein Gerät haben kannst. Du kannst auch noch die Icons verändern. Ja, es gibt sogar die Möglichkeit, dass du für dich gestaltete Icons kaufst. Also zum Beispiel wird für die Facebook-App eine neue Farbe genommen und halt ein neues Icon gestaltet. Und dann kannst du dein Icon auf deinem Telefon, dein Tablet oder sonst wo einfach austauschen. Und das Schöne ist, es ist gar nicht kompliziert. Es kostet ein bisschen Arbeit und ein bisschen Mühe, ja, aber kompliziert ist das wirklich nicht. Wir schauen uns das jetzt einfach hier einmal an mit den Wallpapern. Aber wie gesagt, bitte behalte im Kopf, manche bieten Sets mit ganz, ganz vielen Icons an und ja, eigentlich genial, ne? Also so ein Set hat ganz viele Icons, paar Hintergrundbilder und so weiter. Und dann kostet das mal eben 7, 8, 9, 10 Euro. Und derjenige verkauft richtig gut jeden Tag mehrere Pakete. Ja, ich habe hier jetzt einmal ein paar rausgesucht. Also wie gesagt, ich habe einfach Wallpaper Phone eingegeben und dann habe ich mal hier ein paar Shops rausgesucht. Also hier ist noch jemand ziemlich neu. Was ich hier gut fand und dir einmal zeigen wollte, ist, dass jede Wallpaper noch etwas Besonderes hat. Es ist nicht einfach nur irgendeine Wallpaper, sondern sie hat ein wenig mehr Charakter, ne? In dem Fall nämlich eine inspirierende Wallpaper. Und auf jeder Wallpaper ist ein Spruch drauf, ne? Was auch nicht ganz schlecht ist, ne? Man guckt auf sein Handy und bekommt immer so einen inspirierenden Spruch. Ist eigentlich ganz schön und sehr, sehr beliebt, ja? Also nur ganz am Rande. Wir schauen mal weiter. Ich habe hier Diana Studio Art und die Dame hat hier einige Wallpaper-Sets drin und wie wir schon mal in einem Video uns angeschaut haben, du kannst direkt sehen, ob das Ganze beliebt ist oder eher nicht so. Aber hier kannst du sehen, das haben 5 Leute im Einkaufswagen, da haben es 8, da haben es sogar 20. Also du kannst auch direkt sehen, was beliebt ist und sie verkauft auch einigermaßen gut. Hier sind es schon 1520 Verkäufe. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ist sie schon dabei. Steht das hier drin? Manchmal, ja, seit 2020. Naja, gut, aller Anfang ist schwer, das kennen wir alle. Deswegen, also, ich würde mal sagen, 2/3 davon werden im letzten Jahr passiert sein. Also gar nicht so schlecht. Und sie hat gerade einmal 102 Produkte.
Also auch noch nicht so viele, dass man jetzt sagen kann, ja, okay, da muss sie ja verkaufen, ne? Sondern es sind wirklich eine Anzahl an Produkten, das ist prima, aber es ist noch nicht so, dass man sagt, ja, muss er auf jeden Fall verkaufen, ne? Deswegen kann man sagen, okay, hier ist schon mal ein ganz toller Start hingelegt, ne? Also die Dame, ich rufe jetzt einfach mal hier ein Wallpaper-Set auf, ja. Auch hier, einmal gibt's hier so ein ganz abstraktes, einfach nur mit so einem Hintergrund und ein paar Farben, dann hier mit einem Regenbogen und etwas darunter, hier mit ein paar Blumen, 2,87 €. Jetzt mal ehrlich, dafür, dass dein iPhone verschönert wird und du dir immer wieder was Neues aussuchen kannst, also neue Hintergrundbilder, nämlich 3 in diesem Fall, ist doch eigentlich kein Geld, ne? Und so denkt dein Kunde zum Glück auch, ne? 3 € oder 2,87 €, da muss kaum jemand gucken, ob er sich das leisten kann. Nur am Rande, es ist halt ein kleines Produkt, was du aber auch beliebig häufig verkaufen kannst und aus dem Grund auch eine gute Idee. Wir gucken aber jetzt auch noch mal hier bei den größeren und da habe ich einmal, bevor wir bei den größeren gucken, habe ich noch mal hier eine Dame, die ist aus Deutschland. Ne? Wenn du jetzt denkst, ach, in Deutschland funktioniert das alles nicht, doch, tut es. Wir haben hier die Creativity Michelle und die ist aus Ratingen. Ja, und die hat schon, hier steht's, Ratingen in Nordrhein-Westfalen, die hat 6.783 Verkäufe, ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Und ich scroll mal hier runter, was sie denn jetzt hier, seit wann sie dabei ist, auch 2020 und ja, 6.783 ist doch schon mal eine richtig große Hausnummer, ne? Wie viele Produkte hat sie im Shop? Ja, gerade einmal 95, also weniger als die andere Dame. Sie hat aber auch noch andere Produkte hier. Das sind aber ungefähr immer die als letztes verkauft wurden. Und du siehst auch wieder, was hier beliebt ist. Also es sind auch noch andere digitale Produkte, die hier beliebt sind, aber eben auch Wallpaper, ja. Also ich rufe mal eins auf. Und das ist ebenfalls so 2,99 € für 20 verschiedene Wallpaper. Auch da, ich muss dich nicht lange überlegen, ne? 2,99 €, da kann man nicht so viel mit falsch machen. Für dich als Kunde, als Verkäufer lohnt sich das aber dennoch, weil du kannst ja immer wieder verkaufen. Ja, dann haben wir hier noch, zeige ich dir auch nochmal, We Do Aesthetic. Warum das interessant ist, ist das, worüber ich eben gesprochen habe. Die Dame oder der Herr, ne, Ellie und Phil, die verkaufen nicht nur Wallpaper, sondern eben auch diese Icons, über die ich eben gesprochen habe. Hier steht 100.000 Icons, ja, halte ich jetzt mal, ja, 10.000 kommen mir auch ein bisschen viel vor. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe es ja nicht nachgezählt. Wenn ich hier jetzt mal draufklicke, dann sehe ich, was ich bekomme, über 10.000 Icons, Natural Bow App Icons, die ich eben für mein iPhone oder iPad benutzen kann oder auch meine Widgets mit verschönern kann. Wie viele Verkäufe haben wir? 50.613 Verkäufe. Ja, das nenne ich doch mal eine Hausnummer, ne? Und du siehst, auch das kostet hier nur 5,73 € und ja, auch das ist wieder etwas, was man sich leisten kann. Man muss dann nur noch etwas Zeit mitbringen, bis diese ganzen Icons ausgetauscht sind. Das ist natürlich nicht mal eben gemacht. Aber wer da Spaß dran hat, für den ist das definitiv eine lohnenswerte Sache. Und warum nicht, ne? Kann man machen. Ja, jetzt hast du ein paar Produkte rund um das Handy gesehen. Vor allen Dingen die Wallpaper möchte ich dir ans Herz legen und darum geht es auch in dieser Serie. Wir wollen uns einmal angucken, wie die erstellt werden, wie du die erstellen kannst vor allen Dingen und wie du die auch bei Etsy verkaufen kannst. Und ja, dazu schauen wir uns natürlich wie immer verschiedene Aspekte an. Wir recherchieren ein bisschen, wir gucken, ob sich das lohnt. Ich hoffe, das konnte ich dir damit beweisen, dass sich das durchaus lohnen kann. Aber natürlich auch hier wieder, es muss dein Hauptgeschäft sein oder dein Fokus muss definitiv dann eben auf Wallpaper oder Icons und Wallpaper legen. Also alles rund ums Handy meinetwegen. Warum? Es dauert, ne? Es ist nicht mal eben erstellt. Wenn du jetzt 10.000 Icons erstellen willst, wie gesagt, ich behaupte mal, so viele braucht man jetzt nicht. Aber wenn du auch nur 500 erstellen willst, dauert das seine Zeit. Ja, es ist nicht mal eben gemacht. Und je mehr du da abdeckst, desto besser ist es natürlich. Eine gute Idee ist meiner Meinung nach immer, wenn man so ein Produkt einmal kauft,
sich das wirklich anschaut, sind da wirklich 10.000 Icons drin. Und vor allen Dingen, was mache ich damit? Brauche ich das wirklich? Kann ich das selber benutzen, das Produkt? Und wenn du festgestellt hast, ja, das geht oder nein, ist so gar nichts für mich, dann kannst du loslegen und eigene Wallpaper erstellen. Und ja, für Grafikdesigner, ne, ist das doch wirklich keine große Aktion, sage ich jetzt mal, hier so ein paar Elemente auf einen Hintergrund zu packen und einen schönen Spruch dabei zu setzen. Ne? Im Prinzip kannst du sogar zu Creative Market oder Design Cuts oder wie sie auch alle heißen gehen und dir ein ganzes Bundle mit schönen Sprüchen kaufen, die schon hübsch formatiert sind und die auf dein Papier packen und das mit ein paar Elementen, Blumen, Kreisen, was auch immer dekorieren. Ja, und schon hast du ein schönes Produkt. Und genau darum werden wir uns in dieser Serie kümmern. Ich hoffe, du hast Lust mitzumachen. Natürlich kann man so auch Wandbilder erstellen. Die müssen halt in einer anderen Auflösung sein. Aber vom Grundprinzip her ist das genau dasselbe. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wenn immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.